Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind Laura und Theresa, Deutsch-Muttersprachlerinnen und Deutschlehrerinnen. Und heute wollen wir gemeinsam ein Spiel spielen. Ich habe mir, genauer gesagt, ein Spiel überlegt. Laura weiß es noch nicht, um was es gehen wird. Genau, und wir starten direkt rein. Okay? Let's go. Noch ein kleiner Hinweis, in diesem Video sprechen Theresa und ich ganz authentisch, also so wie wir auch privat sprechen würden. Das heißt, wir versuchen nicht extra übertrieben langsam zu sprechen, sondern wir möchten euch mit diesem Video die Möglichkeit geben, authentisches und vielleicht auch teilweise schnelles muttersprachliches Deutsch zu verstehen. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr nicht alles versteht. Das ist absolut normal. Ihr könnt gerne auch die Untertitel aktivieren, dann fällt es euch vielleicht ein bisschen einfacher. Viel Spaß! Okay, Laura, bist du bereit? Ich hoffe doch. Okay, also, ich habe mir das so vorgestellt, dass wir heute über Adjektive sprechen und genauer gesagt Adjektive, die Charaktereigenschaften von Menschen beschreiben können. Das heißt, ich werde dir gleich eine Person, eine Fantasieperson beschreiben und du sagst dann, welches Adjektiv zu dieser Person passt. Okay. Verstanden? Alright. Dann das erste ist, dieser Mensch lächelt immer und ist immer gut gelaunt. Was passt? Welches Adjektiv passt? Ich würde sagen fröhlich oder freundlich. Richtig. Was wäre dann zum Beispiel das Gegenteil? Mir ist gerade griesgrämig eingefallen. Oh, aha, ja. Also jemand, der wirklich immer unfreundlich schaut, schlechte Laune verbreitet, würde ich sagen, das ist eine griesgrämige Person. Ja. Oder eben unfreundlich. Ja. Wobei unfreundlich, finde ich, nochmal was anderes ist als griesgrämig, oder? Ja. Ja, unfreundlich ist eigentlich, wenn du zu einer anderen Person unhöflich bist und vielleicht auch unfreundliches Verhalten zeigst. Aber griesgrämig ist mehr so mit dir selbst. Also du bist irgendwie mit dir selbst unzufrieden und strahlst es auch aus. Ja, absolut. Okay, nächste. Diese Person spricht sehr leise und macht wenig Lärm. Wie würdest du sie beschreiben? Ruhig? Ja. Ja. Also eine ruhige Person. Es könnte, da fehlt ein bisschen der Kontext. Also es könnte auch sein, dass sie schüchtern einfach ist und kein Aufsehen erregen möchte. Genau, das ist schüchtern. Ja. Ja, gut. Also ich glaube, leise oder schüchtern, zurückhaltend, Ruhig, genau. ruhig, das sind die Adjektive, die hier passen. Und was wäre dann das Gegenteil? Also auf jeden Fall laut. Auffällig vielleicht. Ja. Jemand ist auffällig oder auffallend. Auffallend, was ist denn das Gegenteil von schüchtern? Ich hätte jetzt gesagt extrovertiert, wobei, ja doch, passt eigentlich schon. Kommt natürlich irgendwie auch wieder auf den Kontext oder eine Situation drauf an, aber ich würde auch sagen, dann extrovertiert. Ja. Ne? Also wenn jemand sehr laut ist und vielleicht auch gerne im Mittelpunkt steht und so weiter, gerade vielleicht auch in großen Gruppen keine Probleme hat zu kommunizieren. Ja. So, das ist ja extrovertiert und genau das Gegenteil von einer leisen Person, einer zurückhaltenden, introvertierten Person. Ja, genau. Okay, das nächste. Die Person liebt es, neue Dinge auszuprobieren und sagt nie Nein zu Abenteuern. Ja, okay, würde ich sagen neugierig. Aha. Man ist neugierig, wenn man alles wissen möchte, alles ausprobieren möchte, aber auch abenteuerlustig. Also wenn du wirklich auch vor Bungee-Sprüngen und so weiter nicht zurückschreckst, dann würde ich sagen, bist du schon abenteuerlustig. Ja. Und wenn du zu allem Ja sagst, was bedeutet das dann? Dann bist du ja sehr Offen? Ja, zum einen das. Und zum anderen sind das ja vielleicht auch Sachen wie jetzt, weiß ich nicht, gerade Abenteuer, irgendwie Bungee-Jumping oder sonst irgendwas. Dann bist du vielleicht risikofreudig. Okay, ja. Ich glaube, du willst was anderes hören. Nee, es passt alles. Risikofreudig natürlich auch und vor allem mutig. Ach so, ja, klar. Ja, genau. Also das ist, würde ich auch sagen, eine Charaktereigenschaft, ne? Dass man dann mutig ist, wenn man einfach alles mitmacht und sich vielleicht keine Gedanken macht über mögliche Konsequenzen oder so. Ja, das stimmt. Okay, die nächste Person
hat immer die neuesten Handys, die teuersten Schuhe und das beste Auto. Wie könnte man so eine Person beschreiben? Trendbewusst? Oh, naja, okay, nee. Auch nicht so wirklich. Teilweise vielleicht. Okay, warte. Naja, diese Person muss schon viel Geld haben, ne? Ja, oder sie hat gut geerbt. Aber ja, ich weiß, das stimmt, aber auf jeden Fall im Besitz von viel Geld. Von wem dieses Geld ist, ist Auslegungssache. Ja, das stimmt. Genau. Aber wie nennt man Menschen, die viel Geld haben? Also reich zum Beispiel, eine reiche Person. Und noch ein anderes Wort statt reich? Ein Synonym? Mit W. Mit wohlhabend. Ja, genau. Eine wohlhabende Person, ja genau. Jemand, der viel Geld zur Verfügung hat. Ja, genau. Und halt auch so im Luxus leben kann. So, genau. Das ist wohlhabend. Okay, wie nennt man eine Person, die keine Überraschungen mag? Die Person plant alles ganz genau und bleibt immer bei ihrer Routine. Ist es perfektionistisch vielleicht? Ja, das spielt mit Zum rein Teil. Auf jeden Fall. Ansonsten vielleicht, wie nennt man das, wenn jemand an seinen Gewohnheiten festhält? Nicht gewöhnlich. Wie heißt denn das Adjektiv? Also routiniert auf jeden Fall. Ja. Eine Person ist routiniert und auch sehr organisiert und eben halt nicht dieses Abenteuerlustig oder sicherheitsliebend vielleicht, oder? Dass man einfach kein Risiko eingehen möchte. Ja. Und halt sehr gern so strukturiert einfach, oder? Ja. Also, dass man sehr ungern aus seinen Strukturen ausbricht. Wie würdest du eine Person beschreiben, die immer gut mit schwierigen Situationen umgehen kann und ruhig bleibt? Gelassen? Ja, okay. Ist gelassen oder geduldig vielleicht auch in einer gewissen Form? Ja. Und wie nennt man, also der Fokus ist da ja, glaube ich, so, dass man, egal wie schwierig eine Situation ist und diese Person bleibt immer ruhig, dann ist diese Person ja sehr belastbar, meine ich. Okay, ja, stimmt. Ne? Ja, es ist belastbar. Sehr belastbar. Also wenn du durch nichts aus der Ruhe zu bringen bist. Ja, nee, du hast recht. Ich wundere mich gerade, wieso mir das Wort nicht eingefallen ist, aber das es ist stimmt okay. natürlich. Ja, genau. Also belastbar oder resilient. Ne? Also man schafft immer ruhig zu bleiben. Ja. Genau. Und was ist dann vielleicht auch das Gegenteil, wenn du schnell aus der Ruhe zu bringen bist? Aufbrausend. Aufbrausend, ja. Ja, oder eben nicht belastbar, also stressanfällig Ja, oder empfindlich vielleicht auch. Ne? Wenn etwas anders läuft als gedacht, dass man dann sehr emotional reagiert, dann ist man empfindlich. Ja. Oder verletzlich vielleicht auch. Wie nennt man eine Person, die immer zuerst an andere denkt und gerne teilt? Dann würde ich sagen altruistisch, also das Gegenteil von egoistisch, dass du erst an die anderen denkst. Und die noch was macht, die alles Gerne teilt. Gerne immer zuerst an andere denkt. Ja, vielleicht auch hilfsbereit. Ja. Ja. Und selbstlos. Ach ja, genau. Finde ich, selbstlos. Genau, also dass man sich selbst vielleicht nicht an Priorität Nummer 1 stellt. Ja, genau. Was in extremer Form natürlich auch nicht gut ist. Ne? Aber hier meint man ja eben dieses, jemand ist großzügig und hilft und unterstützt gern andere Menschen und so weiter. Genau. Und wie nennt man jemanden, der eben nur an sich denkt? Das wäre dann egoistisch. Das wäre dann egoistisch, ja, genau. Egozentriert. Okay. Wie nennt man eine Person, vielleicht würde ich sogar dich damit beschreiben, eine Person, die immer einen Plan hat und auch Aufgaben effizient erledigt? Naja. Nicht immer. Aber der erste Teil stimmt schon mal. Du hast immer einen Plan. Organisiert? Ja. Aha. Jemand ist gut organisiert? Ja. Ja.
Genau, richtig. Und natürlich dann auch effizient. Ja. Ne? Also wenn jemand so seine Aufgaben immer sehr effizient erledigt. Okay, und das Gegenteil? Chaotisch. Chaotisch. Aber das bin ich nicht, oder? Naja. Hallo? Nee, also chaotisch bist Nee, du auch chaotisch nicht. Aber bin ich wirklich du nicht. bist vielleicht nicht ganz so der Planungsmensch wie ich. Genau, bin eher spontan. Ich bin eher der spontane Typ. Ja. Ja. Okay. Wie würdest du eine Person nennen, die immer alles hinterfragt und nicht sofort alles glaubt, was sie hört? Kritisch. Man ist sehr kritisch mit etwas. Vielleicht, was könnte man noch sagen? Nicht nur kritisch. Kritisch ist ja schon irgendwie so ein bisschen negativ behaftet, oder? Also, dass du erstmal, ja, wobei, ich dachte jetzt, dass kritisch bedeutet, man ist, also man hinterfragt alles, aber ja irgendwie negativ. Also man erwartet, dass irgendwie, ja genau, skeptisch. Ja. Ist das negativ, würdest Aber du sagen? skeptisch würde ich schon sagen, dass es negativ ist. Negativer oder? als kritisch, ne? Ja, okay. Ja, also dann ist skeptisch dieses negativere Adjektiv sozusagen, dass man ja irgendwie auch erwartet, dass es nicht einen blauen Haken gibt, jetzt war ich bei Instagram, sondern die Sache einen Haken hat. Ach so. Aber keinen blauen Haken. Gut. Ja, ich und Redewendungen. Ja. Nee, genau. Also, dass die Sache einen Haken hat, dass irgendetwas nicht stimmen kann. So, dann bist du ja schon sehr skeptisch. Skeptisch, ja genau. Und dass man Zweifel hat, ne? Also, dass Ja. man von Anfang an schon Zweifel hat. Ja. Und wie nennt man dann wieder das Gegenteil? Wenn du alles glaubst, was dir gesagt wird? Dann bist du leichtgläubig oder Leichtgläubig. gutgläubig. Ja, Oder auch naiv. ja stimmt. Das wäre dann auch wieder aber die negative Ja, genau. Seite. So, ja. Okay, dann schauen wir mal noch. Wie nennt man eine Person, die immer ruhig und kontrolliert wirkt, auch wenn es stressig ist? Das hatten wir auch schon vorhin, so ähnlich. Was haben wir da gesagt? Gelassen? Ja, genau. Ähm, Und noch ein anderes Adjektiv. Souverän. okay. Souverän. Oder wie würdest du eine souveräne Person beschreiben? Ja, eigentlich auch jemand, der sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lässt, der ruhig bleibt, auch in stressigen Situationen und vielleicht auch sich professionell aus bestimmten Situationen befreien kann, wenn irgendwas nicht so gut läuft. Ja, genau. Okay, wie nennt man jemanden, der immer auf seine Worte achtet und niemals jemanden absichtlich verletzen würde? Vor allem durch Worte. Vorsichtig? Naja, vielleicht bedacht. Wenn man bedacht ist, dann überlegt man genau, was man sagt, wie man es sagt. Und noch etwas? Mit T. Taktvoll. Taktvoll. Wo hast du diese Wörter her? Ja. Ja, stimmt schon, ja, taktvoll. Taktvoll. Also, ja, dass man immer in jeder Situation einfach weiß, was man sagen kann, was der anderen Person auch hilft. So, ja. Okay. Okay, und vielleicht noch eine letzte Personenbeschreibung. Und zwar ist das eine Person, die sehr klare und gut durchdachte Argumente hat. Wie würdest du das nennen? Ich würde sagen, überzeugend. Also jemand kann mit seiner Meinung überzeugen, weil man einfach gut argumentieren kann. Überzeugend. Und vielleicht so ein scharfsinnig. Okay. Kennst du scharfsinnig? Ja, Ja. genau. Kenne ich durchaus dieses Wort. Ich habe gerade überlegt, wie man das am besten erklärt. Jemand, der scharfsinnig ist, hat ja eigentlich auch viel Verstand, oder? Ja. Also der kann schnell Dinge verstehen, schnell kombinieren und so weiter. Ja, und hat auch viel Wissen über etwas. Ja, und kann das im richtigen Moment auch kundtun, sozusagen. Das stimmt, ja. Ja. Okay, Laura, dann vielen Dank, dass du an meinem Spiel teilgenommen hast. Sehr gerne. Und ja, jetzt würde uns natürlich interessieren, mit welchen Adjektiven ihr euch so identifizieren könnt oder beschreiben könnt. Beschreibt doch mal euren Charakter
auf Deutsch unten in den Kommentaren. Das würde uns sehr interessieren. Dann vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Und ja, wir sehen uns und hören uns bald wieder.